Moin Leute, willkommen zu einem neuen Vorbereitungsvideo für den Titan Tonopto. Wie gesagt, dieses Video dient ja als Vorbereitung, das wurde vorher natürlich aufgenommen. Ich werde, wenn die Taktik funktioniert oder eine exakte Taktik, auch mit Gameplay natürlich ab dem Release-Tag nochmal hochladen, wenn ich das Ganze dann getestet habe. Es geht halt hier um Grüppuk, Leute. Ja, einige werden sagen, warum denn Grüppuk? Und ich finde persönlich ihn gar nicht so schlecht. Er hat recht gute Werte, die funktionieren könnten. Kommen wir mal dazu, warum ich das Ganze betrachte. Also erstens, er ist Terra-Typ, also wir spielen ihn Terra-Typ Unlicht, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Er ist selber Typ Geist Unlicht. Das ist ja ein normaler Typ. So, jetzt sagen viele wahrscheinlich ja, aber Geist-Pokémon haben ja Geistschwäche. Ist bei Grüppuk nicht so, weil durch den Unlicht 2 Typ ist Geist nur noch auf mal 1. Das heißt, wir haben keine Geistschwäche. Ähm, Wenn er Kampfattacken haben sollte, klar, sind wir immun gegen Kampfattacken, das ist ganz wichtig. Falls er Psychoattacken haben sollte, sind wir auch immun gegen Psychoattacken. Die restlichen Varianten, die es gäbe, Geist, Feuer, Pflanze, würden nur noch mal 1 Schaden, also ganz normalen Schaden gegen Krüppuk machen. Ähm, mit der Terra-Kristallisierung muss man ausprobieren, weil hat Tonupto eine Kampfattacke, sobald wir auf Unlichtterra kristallisieren, hätten wir eine Kampfschwäche. Das müsste man probieren, aber dann müssen wir abwarten, ob er am Ende wirklich eine Kampfattacke hat. Wie gesagt, das werden wir dann halt wahrscheinlich im Solo-Video sehen. Item würde ich Muschelglocke spielen, einfach für die Heilung. Moveset. Ich würde hingehen und würde sagen, wir beginnen mit Regentanz, weil Regentanz schwächt die Feuerattacken für 5 Runden ab. Das heißt, wir nehmen ihn im Endeffekt die Feuerattacken, die bei uns normalen Schaden machen, reduzieren wir. Und falls er Sonnentag spielen möchte, um Solarstrahl einzusetzen, nehmen wir ja auch Sonnentag weg natürlich. Und das heißt, er kann auch keinen Solarstrahl spielen, außer er muss eine Runde aussetzen, was für uns perfekt wäre, wenn er das tun würde. Das heißt, wir werden ihm Feuer und Pflanze sehr wahrscheinlich damit halt wegnehmen oder halt schwächen, wenn er sie einsetzen sollte. Es bleibt also nur noch Geist übrig. Dann würde ich Ränkeschmied mit reinnehmen, klar, um unseren Spezialangriff zu steigern, ganz, ganz wichtig. Finsteraura, um halt Damage zu machen, unser ganz normaler Angriff. Ich habe jetzt mal Standpauke mit reingenommen. Es hat zwar nur eine 95er Genauigkeit, aber Standpauke tut den Spezialangriff des Gegners senken und Tonopto greift speziell an. Das heißt, wir könnten auch im Endeffekt hingehen und probieren, das muss man dann wieder taktikmäßig testen, Regentanz, zum Beispiel 3-mal Standpauke reinzuhauen, einfach um den Gegner wie gesagt, seinen Angriff zu senken und dann vielleicht Ränkeschmied, Finsteraura abwechselnd eventuell zu spielen. Ja? Das Gute an Standpauke ist, das könnte man auch einsetzen, wenn er das Schild draußen hat, weil es ein Angriff ist, der Damage macht. Das heißt also, wir hätten im Prinzip einen Push für uns, Nerf auf den Gegner und wir haben im Prinzip einen Angriff, der den Gegner auch eventuell zurückschrecken lässt mit einer 100%igen Genauigkeit des Treffens. Das ist auch ganz wichtig. Ich hasse Attacken, die nur eine 80er Genauigkeit haben. Ich meine, ich weiß, Standpauke hat eine 95er Genauigkeit, deswegen ich würde ihn als Option mit reinnehmen. Es kann auch sein, dass man vielleicht hingehen kann und man sagt, man macht Regentanz, 2-mal, 3-mal Ränkeschmied und dann Finsteraura. Es kann auch sein, dass auch das funktioniert. Das muss man halt dann ein bisschen testen. Es hängt auch davon ab, resettet als Beispiel Tonupto nach 3 Runden unseren Push, dann macht es keinen Sinn, Ränkeschmied zu spielen. Dann spielt ihr Regentanz so lange Standpauke, bis er unsere Werte resettet und macht dann Ränkeschmied und Finsteraura. Wisst ihr, das muss man halt ein bisschen abschätzen, ob wieder Titan seine Werte resettet und dann kann man das genau anpassen. Die Fähigkeit, ja, leider Gottes hat halt einfach Grüppuk auch keine so gute Fähigkeit, die uns irgendwie im Kampf vorteilhaft bringt. Er tut halt im Endeffekt mehr APs verbrauchen, aber ich weiß gar nicht, ob Titanen überhaupt AP verbrauchen. Kann sein, das kann ich im Vorfeld jetzt nicht sagen, habe ich noch nie drauf geachtet. Wenn es natürlich so wäre, dass er mehr AP verbraucht, könnte es sein, dass er gewisse Attacken irgendwann nicht mehr einsetzen kann. Aber wie gesagt, das kann ich aktuell nicht genau 100% sagen, ob das bei Titan der Fall ist oder nicht. Das wäre jetzt, wenn es geht, wäre es ein Boni. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja? Wertemäßig, Leute, Grüppuk hat einen okayen Lebenswert. Ja, mit 304 nach Max ist halt, ja.
aber dafür hat er eine recht gute Verteidigung. Also ist die Special Defense mit 253 ist vollkommen in Ordnung. 311 Spezialangriff ist auch ganz gut. Ich würde auch hingehen und würde die EVs auf jeden Fall auf KP und Spezialangriff machen. Ganz wichtig. Die übrigen 4 EVs würde ich einfach noch ein weiteres, einfach in Spezialverteidigung reinsetzen. Einfach nochmal so ein bisschen mehr Special Defense zu bekommen. Ja. Wesen auf jeden Fall mäßig, weil wir wollen ja hingehen und wollen noch mehr Damage machen. Auch hier könnte es sein, das habe ich bei Hisui Zoroark schon gesagt, dass man eventuell hingeht und man macht halb KP, halb Spezialverteidigung von den EVs. Könnte man auch probieren. Ähm, Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich würde es einfach mal so testen. Ja, wie gesagt, ich werde in der Solo-Taktik einige Sachen ausprobieren und werde euch dann nochmal Videos hochladen, wie es am Ende funktioniert hat. Aber es geht auch darum, vielleicht wollen einige sich vielleicht ein Shiny vorher holen, am besten züchten. Ganz ehrlich, bei Krupuk würde ich Brüten machen, weil alles andere ist, ich glaube, fast unmöglich. Wäre zum Beispiel eine Option, ja, wenn man sich vorbereiten will. Ich denke, dass Krupuk gut funktionieren könnte, weil wir halt kein grobes Problem haben mit einer Schwäche. Ja. Ich mache nochmal ein separates Video zum Beispiel zu Hundemon. Da kommt auch nochmal eins, einen Tag nach dem hier. Aber Hundemon ist zum Beispiel so, wir müssen darauf hoffen, dass er keine Kampfattacke hat, weil sonst Hundemon raus ist. Bei vielen anderen Pokémon, wie zum Beispiel Epitaph, haben wir eine Geistschwäche, der keine Wiedergutmachung so gesehen hat. Also Geist ist bei Epitaph sehr effektiv. Das heißt, macht keinen Sinn, er wird so viel Damage kassieren. Skilocroc habe ich gelesen, wird so viel Damage kassieren. Azuclades kassiert über Geist auch so viel Damage. Wisst ihr, das sind alles Pokémon, die von vornherein mit einer Schwäche in den Kampf gehen. Krupuk geht das nicht. Krupuk hat keine Schwäche. Das ist genau wie auch Hisui Zoroark keine direkte Schwäche hat. Und das, denke ich, könnte schon ein Vorteil sein. Plus, dass halt die Verteidigung gar nicht so verkehrt ist, dass wir uns gut aufbauen können. Und wie gesagt, mit Regentanz den Gegner noch ein bisschen nerven, muss man, wie gesagt, ausprobieren. Also Solo denke ich mal, dass er funktionieren kann. Fürs Team könnte es auch mit Zoroark ganz gut funktionieren. Was man auch sagen muss, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch hier, Krupuk greift speziell an. Ja? Das heißt, wenn wir verbrannt werden durch zum Beispiel Irrlicht, was ja physischen Schaden halbiert, ist es bei Krupuk auch egal, weil wie gesagt, wir sind ja ein spezieller Angreifer, das ist ganz wichtig. Das habt ihr zum Beispiel bei Epitaph auch als Problem. Ja? Wenn Epitaph verbrannt wird, wird der physische Schaden halbiert, während man verbrannt ist. Das habt ihr bei Spezialangreifern nicht. Und das ist zum Beispiel auch Krupuk. Also, ich denke, es könnte funktionieren. Wie gesagt, Solo-Video werden wir dann am Freitag sehen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.